good morning and another good morning. Guten Morgen und noch einmal guten Morgen. So Paul is giving his own advice because he considers himself faithful. Paulus gibt also seinen persönlichen Rat, weil er sich selbst für treu hält. Because God kept him faithful. Weil Gott ihn für treu gehalten hat. Now look what he's saying in verse 26. Schau, was er in Vers 26 sagt. Because of the severe pressure we are in, Wegen des großen Drucks, dem wir ausgesetzt sind, I recommend you remain as you are. empfehle ich euch, so zu bleiben, wie ihr seid. Now, I need you to really understand that Paul is not telling single people not to get married. Du musst wirklich verstehen, dass Paulus den Alleinstehenden nicht den Ratschlag gibt, ledig zu bleiben. You know, because I've heard people who use this Bible verse say, see, it's better for single people not to get married. Ich habe schon Leute gehört, die diesen Bibelvers benutzen und sagen, seht ihr, für Alleinstehende ist es besser, nicht zu heiraten. No. Nein. Paul is very, very specifically saying, Paulus sagt hier ganz konkret, because of this present situation. wegen der jetzigen Situation. See, they lived in a very, very difficult situation at that time, also with persecution. Sie lebten damals in einer sehr, sehr schwierigen Situation, wo sie auch verfolgt wurden. And Paul had understood from a very, as Daniel would say, common sense basis. Paulus hatte verstanden, wie Daniel sagen würde, mit gesundem Menschenverstand erkannt, That, you know, the best thing that you can do because of this difficulty at the moment, dass es in dieser schwierigen Situation besser ist, it is much better for you to be single because there is so much problems already going on. ledig zu bleiben, denn es gibt schon so viele andere Probleme. And, you know, in some situations, In manchen Situationen we have to understand that a advice that's just sensible is so much needed in the life of the Christians. müssen wir verstehen, dass im Leben eines Christen ein vernünftiger Ratschlag so sehr gebraucht wird. Many single people did not even try to think in a common sense way and got married and got themselves into so much troubles. Viele Alleinstehende haben nicht einmal versucht, den gesunden Menschenverstand zu gebrauchen, haben geheiratet und sich damit viel Ärger eingebrockt. And once you understand this, you know, this is a general life principle. Sobald du das verstehst, und das ist ein allgemeiner Lebensgrundsatz, You will learn that some present situations just demand a different decision. wirst du lernen, dass manche aktuelle Situationen einfach eine andere Entscheidung erfordern. You know, and I remember I've always said this since I was young. Ich erinnere mich, dass ich das schon seit meiner Jugend immer gesagt habe. In German, we have such a beautiful saying that doesn't translate neither into English or into Portuguese. Im Deutschen haben wir so ein schönes Sprichwort, das sich weder ins Englische noch ins Portugiesische übersetzen lässt. You know, in Austria, where I live from, In Österreich, wo ich herkomme, it's very, very cold. ist es sehr, sehr kalt. And when you open the front door, you can't immediately come into the house because everybody would freeze. Und wenn du die Haustür öffnest, kannst du nicht sofort ins Haus eintreten, weil alle frieren würden. And sometimes it's minus 20 degrees. Manchmal sind es minus 20 Grad. So you enter and there's the first place where you take your shoes off, you take your jacket off, you hang it all there. Also gehst du rein und da gibt es einen Platz, wo du als erstes deine Schuhe ausziehst, deine Jacke ausziehst und du alles an der Garderobe aufhängst. In German, we have a saying that's called, he has left his common sense at that, we call it Garderobe, at that how. Im Deutschen haben wir ein Sprichwort, das heißt, er hat seinen gesunden Menschenverstand an die Garderobe des Hauses gehängt. And I remember when I was coming into my teenage years, Ich erinnere mich, als ich in die Teenagerjahre kam, I was so shocked how people with common sense, after they got Christian, they left it at the entrance. war ich so schockiert, dass Leute ihren gesunden Menschenverstand am Eingang gelassen haben, nachdem sie Christ geworden sind. You know, it's like, you used to be a sensible person, now you're a Christian, you're weird. In etwa so. Früher warst du ein vernünftiger Mensch, jetzt, wo du Christ bist, bist du so merkwürdig. And Paul is saying to people, look, there is a present situation that demands a sensible decision, and that's my recommendation. Paulus sagt den Leuten, schaut, es gibt eine aktuelle Situation, die eine vernünftige Entscheidung erfordert und dies ist meine Empfehlung. What would, if we would take this
thought of Paul and applied to every other area of life? Was wäre, wenn wir diesen Gedanken von Paulus auf jeden anderen Bereich des Lebens anwenden würden? What would happen if we would not only apply this for the single people, but in general for how to live a Christian life? Was wäre, wenn wir dies nicht nur auf Singles beziehen würden, sondern allgemein auf unser Leben als Christ? People in this present situation make a common sense decision. Leute, trefft in der aktuellen Situation eine Entscheidung mit gesundem Menschenverstand. No, Reinhard, we need to fast and pray and find the will of God. Nein, Reinhard, wir müssen fasten und beten und den Willen Gottes herausfinden. Well, tell that to Paul, who even said, I don't have a commandment from the Lord. There is nothing the Lord is saying to me about this. Nun, erzähl das mal Paulus, der sogar sagt, ich habe kein Gebot vom Herrn. Es gibt nichts, was der Herr mir in dieser Sache sagt. But I can tell you, because of the way this thing is and this pressure, guys, just don't get married at this moment. Aber ich kann euch sagen, dass ihr so wie die Dinge gerade sind und wegen des Drucks in diesem Moment einfach nicht heiraten solltet. I've seen so many lives destroyed because supposing the Lord told him to do something, but common sense said, that can't be right. Ich habe gesehen, wie viele Leben zerstört wurden, weil man annahm, dass der Herr einem sagte, man soll etwas tun, aber der gesunde Menschenverstand sagte, dass das nicht richtig sein kann. Now, I never would ever even think of saying we should not obey the Lord. Ich würde nie und nimmer auf die Idee kommen und sagen, dass wir dem Herrn nicht gehorchen sollten. Of course, if the Lord says we'll do anything, even if common sense says that's bad. Natürlich, wenn der Herr sagt, tun wir alles, auch wenn der gesunde Menschenverstand meint, dass es schlecht ist. But so many things people say the Lord said, it wasn't the Lord, it was just their heart that drew them away. Aber bei so vielen Dingen, von denen die Leute meinen, der Herr hat es gesagt, ist es nicht der Herr, sondern nur ihr Herz, das sie wegzieht. So in complicated situations, Nimm also in komplizierten Situationen take this advice of Paul diesen Rat von Paulus an and say, is the Lord actually saying something very clearly and very undoubtedly? und frage, sagt der Herr gerade etwas sehr deutlich und zweifelsfrei? And if you say, actually, not clearly, no, Und wenn du sagst, eigentlich nicht klar, nein, then you calm your heart and you say this. dann beruhige dein Herz und frage Folgendes. So, what is the most common sense decision in this situation? Was ist denn die vernünftigste Entscheidung in dieser Situation? And then you make this decision, trusting the Lord that everything will be just fine. Und dann treffe diese Entscheidung im Vertrauen auf den Herrn, dass alles gut werden wird. It'll be good for many of us to listen to the advice of Paul. Es würde vielen von uns gut tun, auf den Rat von Paulus zu hören. Thank you guys, and I shall see you tomorrow. Vielen Dank, Leute. Bis morgen.